Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps, Zeus, mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir starten die 3. Episode unseres Abenteuers, die Arbeiten des Herkules. Auch hier ein Blick auf die Ziele und was man uns zu dieser Episode zu sagen hat. Während sie mit der Gründung einer Kolonie beschäftigt waren, begab sich Herkules nach Troja, um Hesione, Prinzessin von Troja, aus den Fängen von Poseidons grausamem Kraken zu befreien. Wie konnte Hesione nur in diese missliche Lage geraten? Nun, König Laomedon, ihr Vater, verweigerte Apoll und Poseidon den versprochenen Lohn dafür, dass sie die Mauern Trojas bauten. Daher straften die Götter Troja mit Seuchen und Überschwemmungen. Um die Stadt zu retten, hatte Laomedon keine andere Wahl, als seine Tochter zu opfern. Nun sind Poseidon und Apoll erzürnt, dass sich Herkules in ihre Angelegenheiten eingemischt hat. Und ihnen ist nicht entgangen, dass sie sich mit dem Helden eingelassen haben. Und der Krake, der schon in Vorfreude auf einen Happen Menschenfleisch schwelgte, ist sehr hungrig. Andernorts haben die Zentauren, die immer auf der Suche nach neuen Weinvorräten sind, sie und ihr Königreich bemerkt. Es könnte sein, dass Ärger droht. Die 3. Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Götter auf der Welt. Ja, und nachdem jetzt Herkules den Zorn von Apoll und Poseidon auf sich gezogen hat, werden wir auch entsprechend von diesen Gottheiten heimgesucht. Ja, und die Zentauren sind auch wieder auf großer Weinsuche und es kann durchaus sein, dass wir auch hier entsprechend Ärger bekommen. Die Ziele sind ein Ungeheuer niederstrecken, das wird wahrscheinlich der Kraken sein, ein Heiligtum einer beliebigen Gottheit errichten und unsere Schatzkasse muss mindestens mit 5000 Drachmen gefüllt sein. Ja, wieder einiges, was wir hier zu leisten haben und wir kehren zurück nach Tyrns. Ja, ein Koloniedenkmal steht hier zur Verfügung. Wir haben in der letzten Episode ja Lemnos gegründet. Wir gehen wieder in den Pausenmodus, um uns einen kurzen Überblick zu verschaffen. Hier ist unser Wohngebiet mit all den entsprechenden Dienstleistungen, die wir schon errichtet haben. Ja, und hier in der Mitte haben wir unser großes Produktionsgebiet für Wolle. Wolle ist das einzige Gut, was wir herstellen und auch verkaufen können. Ja, hier in der Achse haben wir dann unseren Stadtpalast gebaut, haben hier auf dem fruchtbaren Gebiet unsere Schafherden. Hier haben wir die Piere und auch den Handelsposten unserer Verbündeten. Ja, und wir haben auch schon 2 Seeigelkais errichtet. Schauen wir noch mal ganz kurz in die Bauoption, ob sich da was geändert hat. Bei der Landwirtschaft haben wir weiterhin nur die Wollsammelstellen und bei Land und Meer den Seeigelkai und den Jagdhof. Da hat sich nichts geändert. Bei Gewerbe können wir jetzt Skulpturen herstellen. Ja, hier ist alles gleich geblieben, da hat sich nichts geändert. Bei Mythologie haben wir jetzt die Zuflucht des Hermes und auch die Laube der Athene. Und ich befürchte, wir müssen beide Heiligtümer bauen. Denn wenn wir vom Kraken angegriffen werden, kann nur Perseus uns helfen. Und der benötigt diese beiden Heiligtümer, um überhaupt in unsere Stadt zu kommen. Okay. Militär ist nichts und bei der Ästhetik haben wir jetzt bei den Verschönerungen endlich die Alleen. Und Erholungsgebiete, da können wir jetzt Bänke bauen. Gut, und wir haben das erste Denkmal, das baue ich aber später. Dann gehen wir kurz auf die Weltkarte. Wir haben ja jetzt Lemnos als unsere Kolonie und Lemnos gibt uns 10 Marmorplatten jährlich als Tribut. Und wir können dort Seeigel, Marmor und Olivenöl erwerben. Ja, und Lemnos kauft von uns auch Wolle. Ja, das ist super. Die anderen Handelspartner sind Cyme und Eleusis. Ja, dieses Warenlager hier ist ja noch nicht eingestellt. Das kann jetzt den Marmor annehmen. Denn wir haben Januar und ich denke mir, wenn wir jetzt gleich den Pausenmodus aufheben, kriegen wir schon unser Tribut. Ja, dann heben wir auch den Pausenmodus auf. Und das erste, was ich jetzt mache, ja, da sind die 10 Marmorplatten, nehmen wir an, super.
Ja, das erste, was ich jetzt mache, ist nochmal in den Pausenmodus gehen, weil ich hier unsere Alleen bauen möchte. In diesem Wohngebiet. Dann können wir nämlich auf beiden Seiten auch Parzellen dann jetzt ausweisen. So, dann einmal hier. Einmal hier. So, und hier müssen wir es so machen, das Gymnasium muss ich einmal abreißen. Pausenmodus kurz aufheben, wieder aktivieren. Hier die Allee bauen und dann können wir das Gymnasium wieder hier errichten. Sehr schön. So, jetzt können wir den Pausenmodus wieder aufheben. So, ich würde jetzt als erstes nochmal Wollsammelstellen errichten. Ich baue jetzt noch nicht das Pier von unserer Kolonie Lemnos, denn wenn der Kraken nachher uns angreift, ist der Handel über See nicht mehr möglich und oft zerstört er natürlich auch unsere Piere und leider auch unsere Seeigelkais. Da müssen wir nachher mal gucken, wie wir unsere Bevölkerung ernährt bekommen. So, wir verschönern jetzt das hier auch mal ein wenig. So. Und dann passt dann hier die Heldenhalle nachher rein. So, und ich möchte das jetzt so ein bisschen umbauen hier. Das mache ich anders. So. Weil ich werde jetzt mit Säulen hier mein Zentrum der Produktion mal ein bisschen verschönern. Dann müssen wir nämlich gucken, wie viel kriegen wir denn hier entsprechend an Gewerbestätten rein. Oh, ich habe vergessen, hier diesen Weg weiterzubauen. Da werden wir hier so eine Achse errichten. Dann muss ich natürlich hier ein Stückchen Säule wegnehmen. So, der Architekt, der kann da jetzt erstmal weg. Der kommt jetzt hier hin. So, und dann passen hier nämlich 2 hin. Gewerbestätten im 2x2-Modus. Ja, und wir kriegen die Mitteilung, der Berg Pelion blüht und gedeiht. Oh, das ist schön. Moment, ich muss aber erstmal hier kurz meine Säulen noch bauen. 1, 2, 1, 2. So, ja. Ach, das passt doch alles wunderbar. Ich bin ganz begeistert. So, und hier machen wir das nämlich genauso. 1, 2. Ja, sehr schick, das gefällt mir. Da kommt jetzt hier auch noch ein Architekt hin. So. Der Berg Pelion kauft bei uns Wolle und Wein und verkauft uns Bronze und Marmor. Das ist sehr gut. Diesen Handelsposten bauen wir. Ja, ich weiß. Das sollten wir jetzt auch mal ändern. So, Berg Pelion kann hier hin und dann verkaufen wir hier auch direkt Wolle. Naja, so viel kaufen die jetzt nicht, aber egal. Ja, machen wir 6. Wir weisen mal hier nochmal ein paar Parzellen aus. Diese Reihe hier. Ja, und wieder eine Mitteilung, dass jetzt der Berg Malea blüht und gedeiht. Auch da schauen wir mal. Ja, hier an der südlichsten Spitze vom Peloponnes haben wir den Berg Malea. Und er kauft Weizen und Wein und verkauft uns Holz und Bronze. Gut, im Moment jetzt nicht ganz so interessant. So, wie viel Arbeiter brauchen wir? Okay, dann können wir das mal eben kurz auf hoch setzen. Dann sollte das eigentlich sich verbessern. Gut. So, die Straße müssen wir natürlich hier noch weiter rausführen. Und dann mache ich jetzt hier so eine Magistrale, weil ich auf beiden Seiten hier unsere Heiligtümer bauen werde. Dann werden wir mal die Straße so hier rumbauen. Das machen wir auch hier. Ich
Ich bin Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Ja, dann können wir nämlich jetzt die Zuflucht des Hermes bauen. Ach, jetzt laufen die wieder alle durch meinen Baugrund hier. So. Ich hoffe mal, dass ich den jetzt richtig rumgebaut habe. So, dann können wir hier die Kunsthandwerkergilde bauen. Und dann passt das eigentlich ganz gut. So, wir brauchen Marmor und Holz, obwohl wir brauchen jetzt erstmal Marmor. Wir könnten Marmor doch bei unserer Kolonie mal fordern, oder? Jawohl. Machen wir das. Ja, und jetzt, wo wir die Wolle auch beim Berg Pelion verkaufen, können wir da auch ein bisschen Marmor einkaufen. Nein, das ist das Pier von Zyme. Sie wollten einen Kraken? Jetzt haben Sie einen. Ja, das ist natürlich nicht so schön, wie ich befürchtet habe. Der Kraken hat unsere Stadt erreicht. Ja, da ist er, der Kraken, obwohl er nicht ganz so aussieht wie ein Kraken. So, das heißt, wir werden jetzt hier den Verkauf von Wolle stoppen, weil das Pier wird auf jeden Fall zerstört werden. Da müssen wir jetzt nicht unsere Ware einlagern. Aber wir verkaufen ja jetzt hier bei Berg Pelion. Und da kaufen wir jetzt ein bisschen Marmor mal ein. So, 6 Platten. Ja, und wo könnten wir denn Holz fordern? Beziehungsweise hier brauchen wir natürlich auch etwas Holz, was angenommen werden kann in dem Warenlager. Zyme kann uns Holz geben, aber ich glaube, nein, unser Ansehen ist nicht hoch genug. Haben wir denn Wolle? Ja, ein mittleres Geschenk Wolle, dann können wir nämlich bei Zyme Holz fordern. Ja, mit dem Kraken in unserer Stadt haben wir natürlich jetzt hier die Heldenhalle. Und es ist die Heldenhalle des Perseus, wie ich es ja vermutet habe. Die passt wunderbar jetzt hier rein. Und dann gibt es noch mal ein paar Parkanlagen. So. Dann schauen wir noch mal. Ja, wie gesagt, Heiligtum der Athene und des Hermes muss errichtet sein. Wir brauchen 3000 Drachmen in unserer Stadt. 12 Stränge Wolle, das ist nicht das Problem. Und 6 Skulpturen. Okay, da haben wir einiges vor uns. Ja, da macht sich gerade schon der Kraken auf den Weg zu unserem Pier. Nein, erst ist unser Seeigelkai dran. Wie ärgerlich. Ja, Nahrungsmittel haben wir im Moment mehr als genug, aber wir müssen unsere Stadt ja auch weiterentwickeln. Ja, und Lemnos gewährt uns nochmal 18 Marmorplatten. Das ist super. Zyme ist dankbar für die Wolle. Gern geschehen. So, ich sehe gerade, an unserem Stadtpalast können wir auch noch eine Allee bauen. So. Ja, das kann jetzt erstmal fleißig an diesem Heiligtum gebaut werden. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ja, das ist soweit in Ordnung. Vielleicht noch ein paar Parzellen hier. So, nicht ganz so viel. So, und wir haben jetzt folgende Taktik. Wir produzieren viel zu viel Wolle, als dass wir die alle hier bei Berg Pelion verkaufen können. Wir werden damit unsere Verbündeten glücklich machen, indem wir sie verschenken, und dann werden wir Holz und auch Skulpturen fordern. Ja, mit den ganzen Straßen, die ich hier gebaut habe, muss ich mal ganz kurz nach den Gefahren gucken, ob das hier alles in Ordnung ist. Ah ja, das sieht aber alles gut aus.
So, wir brauchen insgesamt 30 Marmorplatten. Wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile? 24, 25. Dann brauchen wir jetzt nochmal 5. Das ändern wir jetzt mal eben kurz so um. Ich hoffe, dass ich nachher noch Skulpturen fordern kann. Bei wem kann ich denn Skulpturen fordern? Ich glaube auch bei Zyme, oder? Ja, genau. Können wir jetzt Holz fordern? Ja. Ja, komm, wir fordern die Skulpturen an. Die sind teurer als Holz. Das Holz kann ich noch zur Not einkaufen. Aber ich glaube, da reicht nicht hier die Warenlager aus. Da brauche ich noch ein neues Warenlager. Das kommt hier hin. Oder hier. Na, bauen wir es hier hin. Ja, jetzt wird der Pier gerade von Zyme geschrottet. So, hier können die Skulpturen angenommen werden. Ja, und nun können wir auch kein Holz mehr einkaufen, oder? Doch, wir können bei Berg Melea Holz kaufen. Okay. Wir könnten auch die Skulpturen selber herstellen, aber wir können Skulpturen nicht verkaufen. Oh, nochmal 10 Marmorplatten als Tribut. Dann brauchen wir überhaupt keinen Marmor mehr einzukaufen. Sehr gut. Ja, und ihr seht, wie viel Wolle wir hier haben. Wir könnten nochmal Zyme etwas Wolle schenken. Diesmal ein großes Geschenk. Dann können wir nämlich da das Holz auch fordern. Ja, und meine Idee ist, dass wir tatsächlich von unserer Kolonie Lemnos Seeigel fordern, wenn wir unsere Nahrungsmittel knapp werden. Wir können nicht mehr Jagdhöfe bauen. Die Ressource Wildschwein ist ja einfach zu wenig, als dass wir mehrere Jagdhöfe als diese 2 hier in Betrieb haben. Ja, und wir kriegen auch die Skulpturen, 6 Skulpturen, super. So, jetzt kaufe ich dann doch etwas Holz ein, weil wir brauchen jetzt Holz, aber nicht hier. Ach, ich habe den Handelsposten von Berg Melea noch gar nicht gebaut, stelle ich gerade fest. Sowas. Okay, dann baue ich den jetzt aber hier hin. Ja. So, dann können wir hier entsprechend Holz jetzt mal einkaufen. 12 Holzbretter brauchen wir. Es geht nämlich hier nicht weiter auf unserer Baustelle des Heiligtums. Da wird jetzt tatsächlich Holz benötigt. Könnten wir denn hier von unserem verbündeten Berg Melea Holz fordern? Nein. Auch nicht. Und Zyme, ich glaube auch nicht. Nein. Die Gesundheit nimmt ab. Warum das? Mal kurz gucken. No. Das sieht aber alles gut aus hier. Ja, Zyme ist dankbar für die Wolle. Gern geschehen. Dafür möchte ich jetzt von dir Holz haben. Danke. Aber wenn ich das Lagerhaus mit Wolle sehe, dann glaube ich, kann Zyme bald wieder ein großes Geschenk bekommen. Geliebtes sterbliches Wesen, wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Ja, Athen ist in der Stadt. Für dich bauen wir nachher auch ein Heiligtum. Keine Sorge. Oh ja, und wir haben jede Menge Arbeitslose. Eieiei, das ist aber jetzt hier relativ viel. Dann bauen wir noch eine Kunsthandwerkergilde hier. Ich hoffe, wir kriegen jetzt bald mal hier unser Holz. Entweder durch unseren Handelspartner. Genau, da kommt das Holz gerade. Sehr gut. Ja, dann brauchen wir jetzt den Einkauf nicht mehr. Wir kriegen ja gleich noch Holz von Zyme. Oh,
12 Holzbretter will uns Zyme schenken, aber unsere Warenlager sind alle voll. Später. Okay, ja, jetzt wird ja gerade hier Marmor entsprechend verbaut. Dann können wir das hier gleich in diesem Warenlager annehmen. Ja. Ja, und ich sehe gerade, das Lohnniveau können wir ja auch auf normal wieder stellen. Na, und dann sieht das schon besser aus. Ja, und hier unser Bau schreitet voran. Jetzt können wir die Holzbretter annehmen. Wunderbar. Ja, und ich sehe gerade, das Warenlager für Wolle ist komplett voll. So, Zyme kriegt Wolle. Großes Geschenk. Lemnos kriegt Wolle. So, dann haben wir wieder Platz in unserem Warenlager. Ja, und der Bau schreitet hier voran. Das geht doch recht fix hier. Kommen jetzt die 2 Skulpturen. Und wir haben bereits 1000 Einwohner in unserer Stadt Thürns. Ja, und dann werden auch schon die letzten 4 Marmorplatten zum Heiligtum gebracht. Zyme ist dankbar für die Wolle, gern geschehen. Wir müssen ja auch noch das Heiligtum der Athene bauen und da brauchen wir wesentlich mehr Baustoffe. So, wunderbar. Fertiggestellt und in Betrieb. So, dann verlängern wir das jetzt mal hier. Okay, dann können wir uns direkt mit dem Heiligtum der Athene beschäftigen. Was brauchen wir denn da nochmal an Marmor? 24. Ja, und wir brauchen 2160 Drachmen. Das darf man auch nicht vergessen. So, wir bekommen ja auch gleich wieder unsere Tribute. 10. Wie viel haben wir im Warenlager? 6. Dann haben wir 16. Ich glaube, wir müssen noch ein Warenlager bauen. Das nützt alles nichts. Ah doch, wir kriegen alles rein. 24 plus 8. Ja, sind 32. Und dann geht's ja doch. So, dieses Warenlager kann auch noch etwas Marmor annehmen. Nicht viel, da passt nicht mehr viel rein. Ja, und es wandern immer noch weiter Bürger in unsere Stadt ein. Das ist Wahnsinn. So, und schon wieder ist das Warenlager mit Wolle voll. Auch Lemnos ist dankbar für die Wolle. Gern geschehen. So, dann kriegt Zyme auch nochmal Wolle. Großes Geschenk Wolle. So, dann könnten wir von Lemnos doch mal bitte noch Marmor fordern. Ja, und ihr seht, mittlerweile hat der Kraken alle maritimen Bauwerke hier zerstört. Kein Seehandel und auch keine Seeigel, die wir hier ernten können. Ja, und ihr wisst, mit dem ersten Heiligtum müssen wir immer hier unsere Schafherden mal kontrollieren. Da werden ja gerne mal unsere Schafe als Opfertiere gebraucht. Da sehe ich nämlich gerade schon wieder einen Priester aus dem Heiligtum Richtung Schafherden gehen. Geliebtes,
beliebtes, sterbliches Wesen. Wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Ein neues Jahr hat begonnen. Wir kriegen wieder unsere 10 Marmorplatten als Tribut. Sehr schön. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt gleich auch noch Marmor von unserer Kolonie geschenkt. Weil das reicht jetzt hier noch nicht, was wir an Marmor haben. Nein, 16 Marmorplatten haben wir. Zyme dankt für die Wolle. Ja, und wir kriegen nochmal 18 Marmorplatten von unserer Kolonie geschenkt. Wunderbar. Damit können wir jetzt das Heiligtum der Athene errichten. Ja, das Geld reicht auch noch gerade von unserer Stadtkasse. So, dann Glaube der Athene können wir so errichten. Ist das richtig rum? Nein, es ist verkehrt rum. Schnell zurück. Einmal wieder hier auf Mythologie und dann müssen wir den jetzt einmal drehen. So muss das aussehen. Wunderbar. Ja, und da kann es auch kräftig gebaut werden. Allerdings, wenn dieses Heiligtum hier entsprechend im Betrieb ist, brauchen wir definitiv weiter neue Bürger. Obwohl, wir haben schon wieder so viel Arbeitslose. 11%. Die wandern hier stetig ein. Was ist denn das? Ja, im Moment finanzieren wir unsere Stadt nur durch die paar Exporte von Wolle, hier vom Berg Pelion, und Steuern. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht groß einkaufen. Wir müssen jetzt das Baumaterial tatsächlich hier zusammen fordern lassen. Wir brauchen erstmal wieder Marmor. Wir können den Berg Pelion ja mal bitten, weil der verkauft auch Marmor. Ja, können wir fordern. Super. Und der kriegt dann direkt auch nochmal ein großes Geschenk Wolle. Ja, und ihr seht, hier unser Silo leert sich allmählich. Ich glaube, ich würde bei Lemnos hier Nahrungsmittel entsprechend mal fordern. So, und dann kriegen die auch nochmal ein großes Geschenk Wolle. Obwohl, jetzt haben wir wieder mehr als genug im Silo. Naja, egal. Der Berg Pelion schenkt uns 16 Marmorplatten. Wunderbar. Dann kann es da schon mal weitergehen. So, was brauchen wir denn nochmal für das Heiligtum? 43 Marmorplatten, 16 Ladungen Holz und 8 Skulpturen. Okay. Also 4 Skulpturen haben wir schon mal. Und wir haben 8 Ladungen Holz. Ja. Die Skulpturen würde ich tatsächlich nochmal fordern von Zyme. Ja, und ihr seht, wir haben 12% Arbeitslosigkeit bei einem normalen Lohnniveau. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Naja, Gott sei Dank hat uns Hermes geholfen, die 12 Amphoren Wein für den Berg Pelion zur Verfügung zu stellen. Und Berg Pelion gewährt uns nochmal Marmor. Und er ist auch dankbar für die Wolle. Und Lemnos gewährt uns die Seeigel. So. Auch Lemnos ist dankbar für die Wolle. Ja, unser Silo ist jetzt voll. Also was die Lebensmittel betrifft, haben wir jetzt hier erstmal ausgesorgt. Ja, das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Stadtkasse regeneriert sich auch allmählich.
dann bauen wir mal weiter hier an unserem Heiligtum. Können wir eigentlich Olivenöl verkaufen? Ich meine, wir haben ja bald hier Oliven. Nein. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Ja, wie schade. Also Olivenöl ist tatsächlich etwas, was wir im Moment nicht verkaufen können. Dann brauchen wir auch nicht so viel zu produzieren. Unsere Wohngebäude brauchen Olivenöl. Okay, das können wir dann erstmal der Stadt zur Verfügung stellen. Ja, jetzt brauchen wir wieder Holz. Wie viel Holz brauchen wir denn jetzt? Noch 8 Ladungen Holz. Können wir das nochmal fordern? Sühne? Ja, könnten wir. Wir brauchen aber auch noch Skulpturen. Aber egal, die kriegen ja von uns Wolle. Also erstmal Holz. Und dann komm her, kriegst direkt wieder... Ach nee, so viel Wolle haben wir gar nicht. Okay, dann können wir noch ein bisschen warten. Ah ja, jetzt werden die Skulpturen benötigt. Okay, hätte ich doch eher die Skulpturen fordern sollen. So, ich glaube... Ich fordere von Zyme jetzt nochmal Skulpturen. Es klappte doch. Okay, ich dachte erst, es würde nicht gehen. Der Berg Pelion schätzt uns mehr. Das ist nett. Zyme gewährt uns 12 Holzbretter. Das ist auch nett. Jetzt brauche ich nur noch meine Skulpturen. Ja, der Berg Pelion kann uns jetzt nochmal Marmorplatten geben. Der schätzt uns ja mehr. Und dann sollten wir, glaube ich, alles für unser Heiligtum bereit haben. Also Mitarbeiter für das Heiligtum haben wir auf jeden Fall. Ja, gut, dass wir unsere Wollproduktion so stark ausgebaut haben. Wunderbar. Zyme gewährt uns nochmal die Skulpturen, die nehmen wir an, dann kann es dann jetzt auch weitergehen. Dann haben wir auch genug für unser Heiligtum. Allerdings brauchen wir nochmal 6 für unseren Helden Perseus. So, das Warenlager ist schon wieder voll. So, Lemnos kriegt Wolle und Zyme kriegt auch nochmal Wolle. So. Ja, jetzt fehlt uns wieder mal der Marmor, weil man jetzt die große Statue der Athene bauen möchte. Aber wir haben bald das Jahr zu Ende und wir kriegen im neuen Jahr unsere Tribute. Wie viel brauchen wir denn noch? Oh, doch noch 20 Marmorplatten. Ja, dann fordern wir jetzt mal bei unserer Kolonie den Marmor. So, und ich sollte jetzt tatsächlich mal nach unseren Schafherden gucken. Oh, der Berg Pelion gewährt uns Marmor. Ach, da habe ich schon nachgefragt. Oh, dann kriegen wir ja jetzt jede Menge Marmor. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Sehr schön. Ja, und so schnell wird unser Marmor hier verbaut. Lemnos Dank für die Wolle, gern geschehen. Und Lemnos gewährt uns auch nochmal den Marmor. 18 Marmorplatten, wunderbar. Naja, und wir kriegen ja jetzt nochmal 10 Marmorplatten. Nämlich jetzt, nehmen wir an. Ja, damit können wir jetzt unser Heiligtum der Athene fertigstellen. So, ich war aber bei unseren Schafen stehen geblieben. Da wurde ich eben gestört. Na, wie viele Schafe müssen wir denn hier? Ach nee, nur 1. Okay. Ja, und da wird auch schon die 4 Marmorplatten für den Altar zu unserem Heiligtum gebracht. Wunderbar. So, wir haben genug Arbeitslose, die sich jetzt freuen, eine Arbeit zu haben.
Ja, wunderbar, so muss das sein. Gut, wir werden jetzt dieses Warenlager noch ein bisschen umstellen. Hier kann jetzt komplett der Marmor geholt werden, damit wir hier dieses Warenlager freikriegen für Oliven und auch für Olivenöl. Wir werden die Kunsthandwerkergilden abreißen. Dann können wir nämlich jetzt die Landarbeiterlager bauen. 2 Stück können hier hin. Und müssen wir mal gucken hier. Ja. Und dann haben wir jetzt hier die Olivenpressen. Da baue ich auch 2 Stück. So, und dieses Warenlager hier wird jetzt entsprechend das Olivenöl annehmen. 16, 20 Einheiten und Oliven machen wir 12. Ja, sehr gut. Wir haben das Schwierigste für unseren Helden Perseus geschafft, nämlich die beiden Heiligtümer zu bauen. Wir brauchen jetzt noch 6 Skulpturen. Da verbaue ich mir jetzt gerade mein Warenlager damit, aber das macht nichts. Dann bauen wir ein neues Warenlager nochmal für Skulpturen. Das bauen wir hier direkt dran. Ja, und Athene segnet schon hier kräftig unsere Olivenpressen und auch unsere Wollsammelstellen, sehe ich gerade. Oh ja, da produzieren wir dann noch mehr Wolle. So. Verschönern wir mal unsere Heiligtümer, wobei ich möchte jetzt nicht so viel Geld ausgeben. So, und zwar möchte ich diese Straße so hier rumbauen. Und wir haben ja jetzt schon hier mehrere Denkmäler. Dann möchte ich hier ein Denkmal hinbauen. Und hier. Ach, das sieht doch schick aus. So, hier kommen aber Sperren jetzt hin. Dann muss der Architekt nun wirklich nicht hinlaufen. So. Das Warenlager habe ich vergessen einzustellen. Das wird jetzt die Skulpturen noch annehmen. Zyme kann uns jetzt nochmal Skulpturen schicken. Oh, und schon wieder ist das Warenlager voll mit Wolle. Eine Runde Geschenke für unsere Verbündeten. So, und Lemnos kriegt auch nochmal hier Wolle. Und jeder bedankt sich für die Wolle, das ist sehr nett. So, den restlichen Marmor, können wir den eigentlich verkaufen? Nein. Oh ja. Bei Eleusis verkaufen wir jetzt Marmor. Wir brauchen schließlich 3000 Drachmen in unserer Stadtkasse, damit Perseus überhaupt in unsere Stadt kommt. Arbeitsmarkt sieht gut aus. Nahrungsmittel sehen auch gut aus. Wir werden mal jetzt hier dieses Wohngebiet zu Ende parzellieren. Oh, der Berg Malea schenkt uns Holz. 8 Holzbretter, wir haben keinen Platz. Wir kriegen die Skulpturen. Okay. Also dann kann hier Holz angenommen werden. So. Ja, jetzt brauchen wir nur noch 3000 Drachmen und dann können wir unseren Held schon rufen. Das finde ich sehr gut. So, das Warenlager muss hier wieder umgestellt werden. Jetzt ist der Marmor ja hier drinnen und jetzt müssen wir wieder auf Annehmen stellen, sonst können wir hier nichts verkaufen. Da wird jetzt Gott sei Dank jetzt der Marmor direkt
in den Handelsposten gebracht. Da muss man ein bisschen drauf achten. Das kriegen wir hier auch ein bisschen Platz für das Holz. Ja, und mit dem Verkauf von dem Marmor sollten wir eigentlich auch dann die 3000 Drachmen in der Stadtkasse haben. Ja, nehmen wir an. Dankeschön. Ja, und da wandern neue Bürger in unsere Stadt ein. Sobald jetzt der Kraken besiegt ist, können wir auch wieder unsere maritimen Bauwerke aufbauen. Verkommener Stümper! Das hat mich verärgert. Ach nein, jetzt greift Apoll an. Wie unangenehm, was macht er denn? Verkommener Stümper, das hat mich verärgert. Bald wird das, was ihren Körper und Geist zusammenhält, dahingegangen sein. Durch meinen Fluch werden ihre Kultur- und Gesundheitseinrichtungen ihre Bürger nicht mehr nützlich sein. Ach, wie unangenehm. Wo ist er denn? Ja, Zyme dankt für die Wolle, bitte, gerne. Aha, da ist er. Mittlerweile haben wir die 3000 Drachen. Also ganz unabhängig davon, dass Apoll uns angreift, können wir endlich Perseus rufen. Das tun wir sofort. So, und ich hoffe, dass uns vielleicht einer der Götter helfen kann gegen Apoll. Wo ist er denn? Ah, da ist er auf dem Anmarsch. Ah, wie unangenehm. Ich bin Perseus, niemand kann mich aufhalten. Das ist schön, Perseus. Du kümmerst dich ja direkt um den Kraken und ich hoffe, dass jetzt hier eine Gottheit vielleicht uns hilft. Wo ist denn Athene? Oh, Hermes und Athene kämpfen gegen Apoll. Das ist gut. Bitte lassen Athene Sie mich hat... eine offene Forderung erfüllen. Ja, hier überschlagen sich die Ereignisse. Athene hat Apoll bezwungen und Hermes hat die Forderung an den Berg Malea erfüllt. Der Wein konnte verschickt werden. Glück gehabt. So, endlich kommt Perseus in unsere Stadt. Geht natürlich erstmal wieder zu seiner sehr schicken Heldenhalle. Ja, und jetzt kann er sich auf den Weg machen, um diesen Kraken endlich zu erledigen. Ja, Berg Malea schätzt uns mehr. Haben wir gern gemacht. Obwohl es ja Hermes war. So, Perseus geht auf sein Floß. So, und dann jetzt bitte dieses Ungeheuer beseitigen. Der Kraken ist Geschichte. Perseus ist auf dem Weg wieder in seiner Heldenhalle. Und wir können unsere maritimen Bauwerke wieder aufbauen. Ist Apoll immer noch in unserer Stadt? Apoll wehrt Hermes ab. Tatsächlich, da ist Apoll. Wie ärgerlich. Hat ein Wohngebäude zerstört. Naja, das bauen wir jetzt wieder auf. Ja, und unsere Podien und auch unsere Philosophenschule ist verflucht, sowie das Gymnasium. Das ist natürlich super ärgerlich. Und wir haben ein Erdbeben. Wunderbar, was hier alles noch passiert. Wo denn? Dort. Oh nein, bitte jetzt nicht meine Stadt zerstören. Ja, wir kriegen Marmor, danke.
Okay, das war's gewesen. Puh. Ja, Apoll ist immer noch in unserer Stadt, hat unsere Gesundheitseinrichtung und auch unsere kulturellen Gebäude verflucht. Wunderbar. Ich hoffe, er macht sich jetzt von dannen. Es sieht fast so aus. Naja, da wollen wir mal gucken, ob wir nicht hier eine große Rückentwicklung haben. Ja, wir werden jetzt erstmal keine maritimen Gebäude errichten. Hier den Architekten müssen wir allerdings noch bauen. Ja, wir haben ein paar Arbeitslose. Dann machen wir Folgendes. Dann bauen wir schon mal das Pier von Zyme wieder auf. Dann können wir nämlich wieder Wolle verkaufen. Und Lemnos können wir auch schon wieder das Pier bauen. Das kann hier hin, wenn dieses blöde Schaf da nicht wäre. Ich baue es aber trotzdem so. Ja, das weiß ich. Und dann kann hier nämlich auch Wolle verkauft werden. Denn wir brauchen eine Schatzkasse von 5000 Drachmen. Oh Gott sei Dank, der Fluch ist entsprechend von unseren Gesundheitseinrichtungen und auch von den kulturellen Gebäuden genommen worden. Oh Gott sei Dank. So, jetzt brauchen wir erstmal wieder Nahrungsmittel. Wir fordern nochmal bei Lemnos Nahrung und werden jetzt unsere Seeigelkais aufbauen. Ja, das erste Olivenöl ist auch entsprechend im Warenlager. Wir können jetzt auf der Agroa den Ölhändler etablieren. Dann geht die Entwicklung hier auch weiter. So, und jetzt bauen wir unsere Seeigelkais wieder auf. Oh, hier können wir auch einen hinbauen. Das ist schön. Dann müssen wir die Straße hier so rumbauen zwar. Aber es ist ja nicht so schlimm. Ja, dann würde ich aber hier auch noch mal einen Architekten bauen, ne? Das ist, glaube ich, besser. Ja, und unsere Wohngebiete entwickeln sich weiter. Wir kriegen die Seeigel von unserer Kolonie. Ach, wunderbar. Ja, dieses Erdbeben hat natürlich dafür gesorgt, dass wir das hier gar nicht nutzen können. Wobei, ich habe mal gelesen, dass man diese Gräben hier mit Brücken überspannen können. Gucke ich mal. Nee. Das stimmt nicht. Das geht nicht. Okay. So, wir benötigen 52 Arbeiter, Lohnniveau auf hoch. Aber da wandern ja jetzt auch jede Menge neue Bürger ein in unsere Stadt. Oh, der Berg Pelion braucht Wein. 10 Amphoren Wein. Naja, und Hermes hilft uns jetzt nicht. Was hätte er jetzt gemacht? Ja, ich weiß. Okay. Wir brauchen Wein. Dann kaufen wir den mal eben hier ein. Obwohl, brauchen wir das überhaupt? Wenn ich auf unsere Stadtkasse gucke, sehe ich, dass wir schon 4275 Drachmen in unserer Stadtkasse haben. Naja, wenn wir jetzt den Wein kaufen, ist es natürlich wieder runter. Aber wir kriegen auch noch Steuern. Gucken wir mal, ob wir die Forderung überhaupt erfüllen müssen. Na, wir haben die 5000 erreicht. Und damit haben wir diese Kampagne erfolgreich abgeschlossen.
Alle Ziele erfüllt. Sehr gut. Dank Perseus ist der Krake besiegt und Tiryns wieder sicher. Jetzt, wo wieder Frieden in der Stadt herrscht, ist es an der Zeit, eine neue Kolonie zu gründen. Diese Episode war schon recht anspruchsvoll gewesen und bei der nächsten Episode gründen wir wieder eine Kolonie. Bis dahin wünsche ich alles Gute, freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören und sage Tschüss, euer Dominus.